Und hier geht es jetzt weiter mit einem sozusagen neuen alten Kunden. Er hat schon mal die alte Lösung gehabt, jetzt migriert er auf eine neue. Da wollen wir wissen, warum er es macht, was er damit optimiert. Wir freuen uns sehr auf die Success Story von Frischdienst Walter hier bei uns mit Friedrich Walter. Herzlich willkommen. Sehr schön. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie hier begrüßen bei dem PDV Logistikstag. Wir wurden angesprochen als Bestandsanwender. PDV selber haben wir, Sie werden es gleich nochmal sehen, im Jahr 2005, in der heutigen Zeit kann man es sich fast nicht vorstellen, bereits eingeführt und seitdem sämtliche Entwicklungsschritte des Unternehmens mit begleitet. Und aus dem Grund war es mal interessant, hier der Einladung zu folgen und Ihnen mal unser Unternehmen und auch die Lösung, die wir im Einsatz haben, vorzustellen. Ja, glückliche Kunden mit PDV OptiFlow, da sind wir gelandet. Den Werdegang sehen wir dann in einem der nächsten Charts. Untertitel Handel 4.0 im Foodservice. Was machen wir? Wir haben ein kleines Video auch zur besseren Erklärung. Wir beliefern Kunden, wo sie gerne mit ihrer Frau, mit ihrer Familie des Abends am Wochenende essen gehen. Das heißt Restaurants, Hotels. Irgendwo muss die Ware herkommen. Die kommt nicht von Edeka, die kommt nicht von Rewe. Die kommt von einem Großhandel, in dem Fall von uns. Häufig von uns, der meistens in der Region aufgestellt ist und bundesweit gibt es in dem Bereich ungefähr 80, 120 Händler, die im Grunde genommen ihre Kunden im gastronomischen Bereich, Hotels, Cafés, aber auch Schwimmbäder, auch Badeseen, auch Freizeitpositionen mit entsprechenden Produkten versorgen. Und aus diesen Produkten, die wir liefern, bei uns sind es mittlerweile 9.500 Artikel, über 3 Temperaturzonen in sämtlichen Ausführungen, das geht vom Blumenkohl in frischer Form bis zum Stückel Fleisch. Das geht von Tiefkühlpommes bis hin zur frischen Milch. Das geht alles, was Sie auf dem Teller finden, können wir heute an unsere Kunden liefern. Und hier ist ein ganz wesentlicher Punkt in dem Wettbewerbsumfeld, dass wir eben glückliche Kunden haben und das haben wir uns auf die Fahne geschrieben. Und ich möchte Ihnen heute zeigen, wie wir das auch allermeist hinbekommen. Ja, hier ein kleines Foto, ein Teil von unserem Fuhrpark. Mittlerweile sind wir bei 25 Fahrzeugen angelangt. Und an der Stelle würde ich sagen, mal Film ab, weil der Film erklärt es noch viel besser als ich. Ich denke, mit dem Film haben wir hier mal ein bisschen Einblick in unser Unternehmen zeigen können. Und wie erreichen wir das? Das Thema glückliche Kunden. Wir haben uns vor Jahren hier im Wesentlichen 3 strategische Grundsätze gegeben. Wir sind der Meinung, eingesetzte Technik, egal ob es jetzt Digitalisierung ist, Automatisierung, das sind die 2 Blöcke, mit denen wir das erreichen, soll den Mitarbeiter optimal unterstützen. Wenn der Mitarbeiter optimal unterstützt ist, haben wir optimale Ergebnisse und, Sie werden es ahnen, glückliche Kunden. Mit dem Einsatz von Technik verbessern wir die Sicherheit der Prozesse deutlich. Kennen wir, denke ich, jeder, der im Operativen im Einsatz ist, in dem Moment, wo wir eben nicht mehr abhängig sind von Kranktagen, Urlaubstagen und sonst irgendwas, wird das Ergebnis besser. Und das haben wir in den letzten 15 Jahren mehrfach im Grunde genommen beweisen können. Optimale Prozesse, optimale Qualität erzeugt letztendlich aus unserer Sicht glückliche Kunden. Und das ist in einem sehr wettbewerbsintensiven Umfeld, wie es im Lebensmittelzustellgroßhandel ist, das ist A und O, ganz, ganz wichtiger Punkt. Digitalisierungsschritte, was haben wir gemacht? Wir haben 2005 angefangen aus einer Situation, wo wir noch nicht eben die Möglichkeiten, die Werkzeuge hatten, wie wir es heute haben, dass wir gesagt haben, das Erste und Wichtigste ist, dass der Kunde in dem Lieferzeitfenster, was abgesprochen ist, seine Ware bekommt. Und hier ist die Zusammenarbeit mit PDV, hat da begonnen und war auch richtig, dass wir damit angefangen haben, weil das spürt der Kunde bei jeder Lieferung. Ein Kunde von uns bekommt 2 bis 3 Mal die Woche Lieferung. Das heißt, er kann 2 bis 3 Mal checken, ist Frischdienst Walter der richtige Partner für mich? Wenn ja, kommt die nächste Bestellung auch wieder zu uns. Und wenn er 3, 4 Mal enttäuscht wird, wird er sagen, na, das können andere auch. Ja, wahrscheinlich vielleicht besser, vielleicht auch schlechter, aber er wird sich einen Kopf machen und sagen, sind es noch die richtigen Partner? Das heißt, unsere Rückmeldung ist nicht wie in einem Projektgeschäft, einmal Projekt erfolgreich abgelaufen, sondern wir müssen eigentlich bei 2 Lieferungen, 3 Lieferungen die Woche jedes Mal beweisen, dass unser Kunde, wenn er bei uns bestellt, die Top-Leistung bekommt, die er sich von uns erwartet. Sei es in Frischheit der Ware, sei es in der Zusammenstellung, sei es bei den Fehlartikeln, aber sei es natürlich auch, wenn er erst ab 8 Uhr da ist, will er die Lieferung nicht um 7 oder um halb 7 vor der Tür stehen haben, sondern eben erst um 8.
Auch haben wir es eingeführt über die Jahre hinweg, dass er dann eine Mitteilung bekommt, wenn es mal früher oder später ist als das Lieferzeitfenster. Mittlerweile brauchen wir es nicht mehr, weil wir die Themen dank der Unterstützung und der Weiterentwicklung auch im PDV-Bereich so gut im Griff haben, dass wir eigentlich ganz, ganz selten nur noch anrufen müssen sagen, hey, pass mal auf, kannst du uns das Lieferzeitfenster ein bisschen aufmachen. Also Beginn war die Tourenplanung, weiter ging es 2008, Pick by Voice, Papierkommissionen haben wir weggenommen, haben eben auf sprachbasierende Kommissionierung umgestellt, Archivierungssystem dazugenommen. Seit 2015 arbeiten wir mit einem Dispo-System von Relax. Wir waren der erste oder zweite Kunde von der Firma Relax, finnisches Unternehmen, was unseren Disponenten die Arbeit deutlich erleichtert, nämlich Bestellvorschläge gibt, um immer die richtige Anzahl von Ware im Haus zu haben. 2016 haben wir ein LVS eingeführt, was ein Riesensprung nach vorne war in dem Jahr. Telematik Webfleet eingeführt, digitaler Lieferschein kam 2019. Danach hat es ein bisschen Pause gegeben, weil dann Corona ein bisschen zwischen reingekommen ist, was uns sehr stark betroffen hat, weil Sie haben es mitbekommen, Gastronomie war zu, Restaurants konnten nichts bei uns kaufen und wir waren da auch zum Zuschauen verdammt in der Zeit. Seit 2021 forcieren wir das Thema EDI und das ADV, weil wir einfach der Meinung sind, auch die Prozesse lassen sich hiermit deutlich leichter und besser und einfacher abwickeln. Seit 2020 haben wir ein Außendienstsystem, wo auch Außendienst zum Beispiel, wenn er beim Kunden sitzt und Aufträge macht oder Beratungsleistung macht, zum Beispiel Lieferzeiten ändern kann, weil der Gastronom sagt, Mensch, beim nächsten Liefertag bin ich nicht da in der normalen Lieferzeitfenster, sondern kommst eine Stunde eher, eine Stunde später, können wir im Endeffekt auch damit erfassen und laufen dann in die aktuelle Tagesplanung mit ein. Ja, seit 2018 setzen wir einen Webshop ein, seit 2021 eine Bestell-App und momentan rollen wir eine neue Bestell-App Icon 2 aus, wo diese Themen auch entsprechend Berücksichtigung finden. Das Ganze ist die Digitalisierungsschiene, Automatisierung im Lager. Sie haben es im Video gesehen oder in dem Filmbeitrag gesehen, war 2016 der erste Schritt. Wir waren der erste Zustellgroßhandel in Deutschland, in unserer Branche wohlgemerkt, der mit einem automatisierten Tiefkühllager gestartet ist. So hat es am Anfang ausgeschaut, haben da unsere Erfahrungen gesammelt und haben auch entsprechend die Themen permanent weiterentwickelt und haben uns aufgrund der Tatsache dann entschieden, hier nochmal eine Erweiterung zu machen und sind heute, und so schaut es auch aktuell aus, mit 4 Gassen im Tiefkühllager unterwegs bei minus 22 Grad, 2-gassiges Lager bei 12 Grad plus im Lebensmittelbereich und ein Multilevel-Shuttle-Lager für den 2- und 4-Grad-Bereich für die Bereiche in der Frische und Frischfleisch und alle Produkte, die in dem Bereich gekühlt werden müssen. So, diese 2 Komponenten haben dazu geführt, dass wir im Grunde genommen heute eine Quote in der Auslieferung haben, die nahe bei 100% ist. Also wenn wir heute ermitteln wollen, wie viele Artikel liefern wir nicht richtig aus, dann müssen wir schon die 5., 6., 7. Stelle hinterm Komma angreifen, immer wieder unter dem Gedankengang, wir wollen glückliche Kunden. Und genau diese Instrumentarien in Summe haben natürlich den Mitarbeitern das Leben deutlich erleichtert, aber auch eben die Sicherheit zum Kunden hin in eine Größenordnung gebracht, die uns 2005, wenn wir damit angefangen haben, sicherlich so nicht bewusst war. PDV, was waren da die Schritte? Eingeführt PDV in der Tour, der ein oder andere kennt es vielleicht noch, war zu dem damaligen Zeitpunkt, ja, wie es halt war, aber hat richtig gut geholfen. Was waren die Highlights? Kunden werden in abgestimmten Lieferzeitfenstern beliefert, war vorher nicht der Fall, da kam halt der Laster wie immer. Falsch oder richtig, der Mitarbeiter war da, wie immer, ja, also was weiß ich, 6 Rampen haben wir zum Verladen, 10 Mitarbeiter waren vor der Tür gestanden und haben gesagt, jetzt wollen wir laden, dann ging der Kampf schon los, wer darf als erstes, als zweites, als drittes. Diese ganzen Themen konnten wir mit Einführung PDV in der Tour letztendlich optimieren. Abfahrtszeiten wurden nach der dynamischen Planung ermittelt und war dann schon ein Riesenschritt nach vorne. Und seinerzeit noch eine Planungszeit von ca. 6 Stunden. Das war damals schon ein Riesenfortschritt, weil davor gab es ja gar nichts. Und da gab es eine Stammtour und da ist der Kunde halt draufgekommen. Ja, und wenn die Tour voll war, gab es in der Früh in der Verladung einen Kampf, wer nimmt den mit, der übrig geblieben ist. Und draußen beim Kunden gab es einen Ärger, der war zu bald, zu spät und zu sonst was da. Alles Themen, ich musste mich jetzt anstrengen, nach der vielen Zeit, ich meine, das ist 19 Jahre her, noch die richtigen Argumente zu finden, weil alles haben wir gelöst und heutzutage ist es eigentlich normal, dass man sich über solche Themen keinerlei Gedanken mehr macht. Ja, 2017 PDV Smart Tour. Ab da konnten wir Kartenmaterial für LKWs einsetzen, was dann auch mal die Diskussionen mit den Fuhrparkmitarbeitern etwas entschärft hat, nach dem Motto, der schickt mich durch die Brücke ist aber
niedriger als mein Fahrzeug. Das war davor noch immer ganz interessant und einer hat es mal geschafft und hat einen 2-Kammer-Kühlkoffer in Nürnberg unter eine Eisenbahnbrücke drunter gesetzt. Danach haben wir neue Kühlung und neue Koffer gebraucht. Das war nicht mehr so lustig. Also das kam dann seit 2017 dann nicht mehr so stark vor, weil eben richtiges Kartenmaterial und auch entsprechend die Dinge dann optimiert waren und auch die Verarbeitungszeit schneller gegangen ist. Berücksichtigung von Lenk- und Ruhezeiten war auch immer ein Diskussionspunkt mit unseren Fahrern, die gesagt haben, hey, ich muss doch irgendwann Ruhezeit machen. Haben wir gesagt, ja, magst du halt. Aber ab da wurden die berücksichtigt und das hat auch dazu geführt, dass die Fuhrparkmitarbeiter deutlich glücklicher unterwegs sind seit dem Zeitpunkt und nicht zu vernachlässigen, tägliche Planungszeit 3 Stunden. Sie haben vorhin gesehen, Kunde kann bei uns bestellen bis um aktuell 17 Uhr. 17 Uhr läuft die Planung an und dann hat der Kunde noch die Möglichkeit, bis 22 Uhr nachzubestellen. Das heißt, wir sagen, wenn der Stopp verplant ist, kann er noch Produkte nachbestellen, aber wir wollen ihn verplanen. Warum ist das so wichtig? Weil wir auch unseren Mitarbeitern im Fuhrpark um 17:30 Uhr sagen, wann ist der richtige Arbeitsbeginn und wir können ihm auch sagen, wann bist du mit deiner Tour fertig. Das sind Argumente, die waren zu dem Zeitpunkt 2005 oder 2017, hat noch keiner gewusst, dass das wichtige Argumente werden. Mittlerweile sind es für uns ganz, ganz wichtige Argumente, weil wir haben es erreicht, auch damit, im Grunde genommen mit Fluktuation im Fuhrpark, annähernd gegen Null zu fahren. Ich klopfe dann immer ein wenig auf Holz, haben wir eins da, ja, weil man weiß nicht, was morgen ist, vollkommen klar. Aber wenn Sie heute Qualität erzeugen wollen, im Fuhrpark, im Lager, dann ist eine niedrige Fluktuation, zuverlässige Mitarbeiter, die wissen, wann fange ich an zu arbeiten, wann habe ich Feierabend, A und O aus unserer Sicht, in unserem Business. Kann anderswo alles anders sein, aber für uns ist es ein wichtiger Punkt und da hilft im Grunde genommen seit 2017 Smart Tour ja, kräftig dazu. Ja, 2024 Einführung PTV Optiflow. Wir haben halt in dem Smart Tour immer noch viel manuell nachgearbeitet, weil wir immer gesagt haben, ja, eigentlich kann der Disponent es noch ein bisschen besser als das Smart Tour. Wir haben es dann auch mit PTV mal diskutiert und irgendwann haben die gesagt, ja, ihr habt recht, ihr schafft es noch ein bisschen besser als unsere Software. Und dann waren wir natürlich ganz gespannt, wie wir Matthias vor einem Jahr, glaube ich, gut einem Jahr in Stuttgart gesehen haben, hey, da gibt es ja eine Weiterentwicklung. Und da wir, wie Sie ja an den Charts davor festgestellt haben, Technik sehr affin gegenüberstehen, haben wir gesagt, Mai, das müssen wir uns mal richtig gut angucken und haben dann ab März, April war es? Ab März haben wir uns dann mit dem Thema auseinandergesetzt, haben 2 Wochen, glaube ich, war es gewesen, parallel geplant, weil wir gesagt haben, naja, alles Neue muss ja nicht unbedingt immer gleich komplett besser sein, aber nach einer ganz, ganz kurzen Zeit, und das waren eben diese 2 Wochen, haben wir dann gesagt, nee, das passt, feuerfrei, wir steigen da drauf ein. Ja, webbasierende Tourenplanung. Das erste Mal, dass wir ein Softwareprodukt genommen haben, was eigentlich im Web abläuft, weil wir bisher immer der Meinung waren, alle Server, die im Haus stehen, sind von irgendwelchen Schwankungen im Telekom-Netz eher Überstehendes unbeschadet. In dem Fall haben wir es jetzt mal probiert und funktioniert gut. Und jetzt kommt's, tägliche Planungszeit, es steht 30 Minuten da, ja, das stimmt. Im Grunde genommen sind wir jetzt auf 10 Minuten runter und 20 Minuten zur Nachbearbeitung. Also, das heißt, wenn wir um 17 Uhr heute auf den Knopf drücken, haben wir in 10 Minuten, und das muss man sich schon mal ein wenig auf der Zunge zergehen lassen, für bis zu 25 Fahrzeuge ein Ergebnis, wo wir sagen, top. Ohne Nacharbeiten, ohne alles. Die 20 Minuten brauchen wir dann, um die Mitarbeiter anzurufen, pass auf, morgen ist deine Abfahrtszeit dann. Die Fahrzeuge müssen wir noch zuteilen, da gibt es noch ein bisschen Verbesserungsbedarf, was wir auch schon angemerkt haben. Also wenn da hier im Raum wer ist, der sich mit dem Produkt auseinandersetzt und auch mal hören möchte, was kann man noch ein bisschen besser machen, viel gibt es nicht mehr, aber was kann man noch ein bisschen besser machen, kann er sich gerne mit uns in Verbindung setzen. Also ein paar Ideen hätten wir noch, die uns dann auch das noch ein bisschen leichter machen würden. Ja, wir machen eine tägliche Planung. Ganz am Anfang haben wir die Diskussion mit den Mitarbeitern oder den Vertrieblern gehabt von PTV, was ist mit einer Rahmentourenplanung und Ähnliches. Sie müssen sich vorstellen, dass bei uns viele Dinge gerade in der Saison, Schwimmbäder, Biergärten, Bamberger Bereich, Bierkeller, schwer planbar sind. Wir sagen heute den Kunden, du kriegst 3, 4 Liefertage, die werden abgestimmt, aber was an dem Liefertag bestellt wird, wie viel da bestellt wird, ist teilweise extrem schwer. Wir arbeiten seit letzten Jahr, haben wir nochmal eine Tranche dazu bekommen, sehr stark auch im Eiscreme-Geschäft. Und Sie können sich vorstellen, so ein Freischwimmbad ist extrem wetterfühlig. Der weiß am Montag nicht, was am Freitag passiert und den brauchen Sie auch nicht irgendwie versuchen, da hinzubekommen, weil der wird sagen, hey, Donnerstag, 15 Uhr kann ich die Bestellung geben, wenn ich Zeit habe. Wenn nicht, wird es halt 16 Uhr.
Und wenn ich keine Zeit habe, kann es auch 17 Uhr werden. Da fangen wir dann schon das Wackeln an mit den Füßen, weil wir sagen, irgendwann müssen wir es ja mal wissen. Aber dann sagt er halt, okay, ich brauche 1 Rollcontainer, 2 Rollcontainer, 3 Rollcontainer Schöller-Eis. Also wir arbeiten mit der Firma Schöller hier zusammen. Plus noch ein Container voll Pommes, Ketchup, Gedöns und so weiter. Und dann muss es laufen. So ein Schwimmbadbetreiber hat im Grunde genommen ja nur 4 Monate Zeit, um Geld zu verdienen. Und da will er nur mit einem Partner zusammenarbeiten, der ihn auch entsprechend beliefert. Weil wenn wir nicht liefern, hat er nichts zu verkaufen am nächsten Tag. Relativ wenig Lagerplatz draußen, also muss es laufen. Und das ist unsere Aufgabe. Also deswegen haben wir die operative Planung im Einsatz und haben die optimiert immer wieder. Bis dahin, dass wir eben auch der Planung zur Verfügung stellen, wie viel Volumen musst du bewegen, in welchem Temperaturbereich, weil unsere Fahrzeuge in dem Kühlbereich ausgestattet sind, plus 5 Grad und im Tiefkühlbereich minus 22 Grad. Das heißt, die kann man auch nicht so ohne weiteres hin und her schieben. Mittlerweile fahren wir LKWs auch, wo wir komplett auf Tiefkühl fahren können oder dann die 2/3-Lösung auf Tiefkühl, 1/3 auf Frische fahren können. Und diese ganzen Dinge sind abgebildet und helfen uns entsprechend weiter. Also, Vorteile tägliche Planung, ganz, ganz wichtig, nach wie vor, ganz, ganz wichtiges Argument, auch draußen bei Neukundengewinnung, Einhaltung der Lieferzeitfenster, auf uns kann man sich verlassen, auf uns, Klammer auf, mit der entsprechenden technischen Know-how im Hintergrund, es funktioniert. Optimale Personaleinsatzplanung, wir wissen genau, wie viele Mitarbeiter brauchen wir an dem Ausliefertag, die müssen wir bereitstellen. Funktioniert, Mitarbeiter weiß, wann geht's los, wann habe ich Feierabend, Familienfreundlichkeit hilft ohne Ende. Bei 6 Ausliefertagen in der Woche ist das ein immens großer Wettbewerbsvorteil, wenn es darum geht, gute Mitarbeiter im Fuhrpark zu gewinnen, weil bei vielen anderen Mitspielern geht es so nicht. Da eigener Punkt, Steigerung der Fuhrpark-Mitarbeiterzufriedenheit, wie gesagt, es funktioniert. Reduzierung der Tourenkilometer und der Anzahl der Touren. Wir haben festgestellt, dass wir ungefähr 5% weniger Touren brauchen, seitdem wir Optiflow eingeführt haben, als vorher. Der Wert schwankt natürlich, weil natürlich die Anzahl der Stopps und die Auslastung damit reinspielt. Deswegen können wir jetzt keine zweistelligen Werte hier aufrufen. Aber bei ähnlicher Auslastung, ähnliche Anzahl Stopps, ähnliche Anzahl Volumen, kommen wir ungefähr momentan mit 5%, teilweise auch mal eine Woche drüber, plus minus 5% können wir hin. Und das können wir auch ruhig in Gewissen sagen, ohne dass wir hier übers Ziel hinausschießen. Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten, keinerlei Stress mit BAG oder wie die Veranstaltung gerade heißt. Die wechseln ab und zu ihren Namen. Aber wenn ein Fahrzeug von uns irgendwo reinkommt, null Problemo. Und wenn die auf den Strecken, die wir häufig fahren, Laster von uns sehen, werden sie häufig durchgewunken, weil sie schon wissen, da gibt es nichts zu finden. Und das hilft natürlich auch immens. Optimaler Einsatz der LKWs. Ja, wir haben 1, 2 LKWs mehr auf dem Hof stehen, als wir eigentlich brauchen, weil wir sagen, wir sparen viel Geld, wenn wir immer für die richtigen Touren die richtigen LKWs zum Einsatz bringen. Haben uns jetzt über die Jahre hin auf 2 Typen geeinigt und können das auch entsprechend gut spielen, weil bei diesen saisonalen Schwankungen das natürlich auch ein wichtiger Bereich ist. Und die Berücksichtigung der Volumen- und Gewichtsrestriktionen helfen uns da riesig weiter. Ja, mein kurzer Vortrag, glückliche Kunden mit PTV Optiflow. In dem Fall habe ich noch das rote Ausrufezeichen hingesetzt, weil wir der felsenfesten Überzeugung sind, dass das ein ganz, ganz wesentlicher Punkt ist. Und es steht ja auch bei dem ganzen Ablauf, den ich Ihnen heute mal habe nahebringen können, ganz am Anfang. Nämlich das Erste ist, das Ding, der Auftrag muss durch die Planung. Wenn der Auftrag durch die Planung ist, dann beginnt die Kommissionierung, dann wissen wir, auf welcher Tour ist er drauf, dann wissen wir, dass die Fahrzeuge entsprechend optimal ausgelastet sind und dann wissen wir auch, dass mit dem Ausliefervorgang dann glückliche Kunden erzielt werden können, weil wir eben in den Lieferzeitfenstern sind, weil wir genau zum richtigen Zeitpunkt bei den richtigen Kunden sind und im Grunde genommen die sich auf uns verlassen können, was sich in den letzten Jahren peu à peu am Markt auch rumgesprochen hat und wir, wenn wir Corona mal rausnehmen, permanent in den letzten 5, 6 Jahren zweistellige Zuwachsraten erzielt haben, was für unsere Branche so nicht ganz normal ist. Das war der Vortrag. Dankeschön und wirklich Kompliment für diese sehr nette Firma. Ihr scheint wirklich ein von Herzen getriebenes Familienunternehmen mit Tradition zu sein, mitten im Herzen von Franken. Richtig. Und es ist echt schön, da auch zuzuhören und das auch zu verstehen, wie so eine Firma auch über Generationen hinweg Digitalisierung konsequent, finde ich. Ihr führt es sehr, sehr konsequent durch. Wahrscheinlich immer wieder mit allen Mitarbeitern auch, die natürlich diese Systeme auch anwenden müssen. Es sind 2 Themen. Das eine, was ich immer sage, also wie wir angefangen haben, hat noch keiner gewusst, dass ein paar Jahre später das Ding Digitalisierung heißt. Mhm. Ja, also 2005. Was verbessern, ne? Genau, da waren Verbesserungen im Fokus gestanden, das ist das eine. Und das zweite vielleicht noch an der Stelle angemerkt, wenn man in dem Flow drin ist, dann ist auch diese
Weiterentwicklung für die Mitarbeiter keine Bedrohung, sondern es ist der Normalzustand. Die wissen im Endeffekt, dass es hier eine Geschäftsleitung gibt und auch Mitarbeiter gibt. Unser Logistikleiter Matthias Lux ist heute auch mit dabei. Die permanent sich einen Kopf machen, wie können wir es noch besser machen? Wie können wir es für die Kunden besser machen? Wie können wir es für die Mitarbeiter besser machen? Wie können wir die Abläufe optimieren? Und das ist Zukunftssicherung im Mittelstand, aus meiner Sicht. Jeder definiert das ein bisschen anders, aber für uns ist das ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, dass wir sagen, hey, immer wieder den Anforderungen, ich sage mal die Anforderungen aufnehmen, immer wieder die Kunden in den Mittelpunkt stellen und sagen, mit welchen Dienstleistungen kann ich meinen Kunden noch ein bisschen glücklicher machen, weil dann wird er weiterhin unser Kunde bleiben, wird weiterhin mit uns arbeiten und dann können wir auch weiterhin bei Ihnen Kunde bleiben. Das Schöne ist ja eben dieses, genau, wie du es gerade sagst, vice versa. Du hast noch kleine Ideen zur Optimierung von Optiflow in eurem Case. Also insofern macht es doch auch wirklich Spaß und ist auch das, was Steven de Schreiber auch gesagt hat. Ne? Diese Verbesserung, dieses Miteinander, dieses, ja, wirklich im Handschlag die Dinge zu optimieren für ein besseres Miteinander, ein besseres Business in dem Fall. So. Vielen herzlichen Dank, dass du hier bist auf den PTV Logistik. Dankeschön. Dankeschön. Frischdienst Walter. So, wir machen weiter.